Ende unglücklich war mit Safety Car, aber mehr hätte sie nicht machen können. Keiner hatte Zeit im Training zu trainieren. Im Moment bin ich mir nicht sicher, ob das Rennen wirklich gestartet wird. So, frisch in Mugello angekommen. Erster Trainingstag. Wir haben das Ziel, jetzt an diesem Rennwochenende gut Punkte zu sammeln. 3 Rennen sind ja leider ohne Wertung gewesen, wegen Ausfall und einmal abgeräumt. Trotzdem sind wir auf Platz 3 der Gesamtwertung mit einem Punkt Abstand hinter 2. Das heißt, wenn wir ein gutes Wochenende haben, können wir uns auf die 2 katapultieren. Ja, Mugello, legendäre Rennstrecke, sehr flüssig, Motorradrennstrecke, lange Zeit Teststrecke von Ferrari. Macht viel Spaß, sehr flüssig, viele schnelle Ecken, Kurvenpassagen links, rechts. Also Markus hat es auch im letzten Jahr viel Spaß gemacht. Und wir schauen natürlich, dass wir mit einem guten Resultat und hoffentlich auch unsere Statistik mit jedes Rennen ankommen auf dem Podium weiterführen können. Ja, Mugello Tag 1 und 2 Trainingstage sind vorbei. Wir haben uns ja, es ging ein bisschen auf und ab, haben uns immer schon ein bisschen gewundert, warum wir nicht ganz so nah an der Spitze sind. Auch natürlich die Trainingssession an sich immer schwer zu interpretieren, weil alle unterschiedliches Programm fahren. Am Ende ist leider jetzt herausgekommen, dass wir ein Problem mit dem Motor haben, Kompressionsproblem, was uns Leistung kostet und am Ende wirklich über eine Sekunde wahrscheinlich pro Runde verloren geht. Dafür sind die Zeiten wieder relativ gut. Aber es macht natürlich das Rennenfahren extrem schwer. Trotzdem werden wir versuchen, noch maximal Punkte rauszuholen, weil wir können das Problem leider nicht lösen. Ja, aufgrund des Motorproblems und der fehlenden Leistung haben wir jetzt rumgefragt, ob irgendein Team so nett wäre, ein Auto, was sie nicht nutzen, in meiner Klasse zu borgen für morgen, zu mieten, dass wir es mieten könnten. Leider ist nichts verfügbar. Und da waren es auch ehrliche Antworten und nicht, dass die Konkurrenz nicht züchtet, sondern es war tatsächlich so, dass nichts verfügbar ist. Und deswegen müssen wir versuchen, mit unserem leistungsschwächeren Auto bestmöglichst Punkte rauszuholen. Einfach nur die Prognose für ab Mittag ist sehr bescheiden. Es soll wirklich also am Anfang noch humaner Regen kommen, aber es könnte durchaus sein, dass es zum Abend, vor allem zum Endurance hin, wirklich viel Wasser runterkommt. Und laut Regenradar geht es am Ende nicht viel schlimmer vom Regen. Deswegen hoffe ich nicht, dass das Rennen vielleicht deswegen nicht stattfinden kann. Aber ja, bisher ist es zwar ein bisschen dunkel, aber eigentlich nicht so. Aber müssen wir schauen, ist auch noch eine ganze Weile hin. Deswegen, bevor das Rennen nicht stattfinden könnte, wäre es besser, wir überdachen hier die Rennstrecke kurz. Sehr gut. Meinst du, geht noch was?
Ich habe 2 Zehntel verkackt im letzten Sektor. 7. Gesamt, P4 in der Klasse. Eine S vorne, Richter aktuell mit 56,9 auf Pole. Ja, ich komm raus, ist okay. Oh, nochmal. Wir haben jetzt knapp Halbzeit, 6 Runden sind gefahren, noch 7 zu gehen. Und Markus kämpft wie ein Löwe. Deswegen kannst du sehr zufrieden sein. Es ist schade, dass am Ende unglücklich war mit Safety Car, aber mehr hättest du nicht machen können. Also. Ja, mit der Motorleistung, glaube ich, war, sagt Flo auch, das Maximum, was man rausholen konnte. Ich weiß gar nicht, am Start habe ich, glaube ich, 1, 2 überholt, oder Flo? Ich glaube 2 oder 3 Plätze hast du. 2 am Start überholt und war halt alles soweit okay. Ja, Regen ist immer spannend. Aktuell ist, glaube ich, leider ein bisschen viel Regen. Aber wir wussten, dass heute schlechtes Wetter kommen soll. Keiner hatte Zeit, im Training zu trainieren. Die Locals haben wahrscheinlich einen kleinen Vorteil, weil die schon immer mal hier waren. Ja, wir müssen jetzt schauen. Also im Moment bin ich mir nicht sicher, ob das Rennen wirklich gestartet wird. Wie ist Wasser auf der Strecke? Ist eigentlich gut, oder? Man sieht kaum was. Na, ganz entspannt, geht um nichts. Ja. Find deinen Rhythmus, nur kein Risiko. Berg runter, vor 10 ist ganz schön. Denk dran, ne? Offline versuchen, Ja. Grip suchen und ganz entspannt. Mach am Start, scheißegal, ob wir am Ende des Feldes sind. Ja. Find deinen Rhythmus, so wie du dich wohlfühlst. Auto high reinbringen ist das Genau. Ziel. Also ich komme früh rein, Flo, sag ich dir. Find erstmal den Rhythmus. Auf dem 2. Rang Markus Litzau und Florian Strauß. Also Quali und erste Rennen, schwierige Bedingungen durch den Motor. Haben wir das Beste rausgeholt, P5 in Klasse, mehr war leider nicht drin, aber trotzdem zufriedenstellend unter den Bedingungen. Achso, Endurance, ne? Endurance, ja, auch mega spannend. Erste Regenrennen für Markus, deswegen für mich natürlich auch sehr aufregend, auch allein schon in der Boxengasse. Für mich war es dann auch spannend, raus aus der Box, direkt in nasse Verhältnisse. Wir konnten uns aber P2 sichern, P1 war leider aus unglücklichen Umständen heute nicht drin. Aber beim nächsten Mal Misano greifen wir mit voller Leistung an. Es geht darum, Platz 2 in der Meisterschaft zu sichern. Wir konnten nicht mehr richtig bremsen.